Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Speed Unbound. So, heute jetzt hoffentlich die letzte Folge vom Singleplayer. Ja, heute gewinnen wir jetzt hoffentlich mal The Grand, nicht wie beim letzten Mal. Ja, da war ich auch am Ende schon wieder echt ein bisschen tiltet. Wegen den Cops, ey. Wie gesagt, ich habe auch selbst da grobe Fehler gemacht, die nicht hätten sein müssen. Wo ich das Rennen wahrscheinlich auch mit verloren habe, aber auch die Cops haben halt auch einfach wieder großen Teil dazu beigetragen, dass ich da nicht gewinne. Hoffen wir einfach, dass es diesmal besser läuft und das nicht noch ein drittes Mal machen müssen. So, aber erstmal ist er wieder jetzt zum Glück ganz entspannt hier. Erstmal wieder nur Sechster werden. Kein Druck und nichts. Es gibt wichtigere Dinge als Rennen zu fahren. Das sieht nach mächtig Ärger aus. Jage die Verdächtigen! Das war Style. Komm hier weg. Du meinst echt, dass du das Rennen gewinnst, hä? Hast du Alter, Angst um ist deine wieder los hier mit den Gesundheit Cops, ey. vielleicht? Ach Gott, die Wand ein bisschen geknutscht. Das ist ja die Jazz. Hui. Sicher, dass das Ding hält? Du hast nicht dran geschraubt, also, ja. Das schon mal erster mit gutem Abstand. Ja, erstmal gegen die Wand knallen. Ja, das Ding ist, selbst wenn jetzt die Platzierung halt nicht wichtig ist von der Theorie her, dass wir auch Sechster werden könnten, ist natürlich trotzdem praktischer Erster zu sein. Dadurch haben wir einfach eine bessere Startposition im nächsten Rennen. Ne? So ist natürlich dann auch nicht. Gerade im letzten Rennen, wenn wir quasi im dritten Rennen Erster werden, im letzten Rennen als Erster zu starten, ist glaube ich schon ganz gut. Vielleicht von vornherein wegziehen können. Oder falls er jemand überholen will, gleich am Anfang, aber gleich aber davor fahren können oder irgendwie so eine Art und Weise. Sorry, bin gerade beschäftigt. Kann ich dich später ignorieren? Du wirst nicht lange vorn bleiben. Ich geh doch weg. Jetzt ist eigentlich so echt so immer so 80% der Cops gehen einfach immer nur auf den Spieler, ey. Die NPCs werden einfach irgendwie gefühlt immer ignoriert. So, erstes Rennen wird schon mal gewonnen. So, das richtige Auto. Chemiso ist raus und Medusa. Scheiße. Das war ein kleines bisschen zu viel. Na, zurück sind wir jetzt als Erster, aber startet nicht als Sechster. Ansonsten wären wir jetzt nämlich immer noch Sechster wahrscheinlich. Vielleicht nicht unbedingt. Aber wir werden auf jeden Fall nicht Erster. Erste Runde geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das Das Zeug war hast. viel zu früh. Was mache ich denn, ey? Hätte nicht gedacht, dass du das Zeug hast. Hoffst du drauf, Ja, wir müssen nur Vierter werden. Kein Druck. Nein, ich möchte einfach schnell. Alles entspannt. fühlt sich so gut an, dich zu schlagen? Alle Einheiten. Interceptor im Einsatz. Ja, der wäre mir auch schon wieder fast am Weg gewesen. Ne? Ich kann's dir So leichter wie der machen, abgeflogen wenn ist. du willst. Ach, na? Und Nur noch Jazz vorne. Rückwärts fahren? probier's mal. Vielleicht bist Der du hat auch so auf jeden Fall da einen Bremsfehler gemacht, wie es aussieht. Der Interceptor ist da und bereit, die Sache zu beenden. Nee, hau ab. Das hat wehgetan. Schreibe den Verfolgung auf. Du kannst ruhig aufgeben. Geh da weg von mir. Was ist jetzt wieder, Yes? Wir drei Cops hier um mich herum, ey. Fährst du mit verbundenen Augen? Würde einige Dinge erklären. Auch wieder viel zu früh. Fuck, was mache ich denn hier gerade, ey? Sachen, ja, aber nicht so weitergehen. Das ist jetzt noch in Ordnung, so, aber... Ja, warum bin ich die Kurven gerade so früh? Bin ich dumm oder so, ey? Ja, hier ist noch nicht so wichtig. Das nächste Rennen wäre schon wichtig noch, dass ich da irgendwie Erster werde, einfach wenn wir als Erster starten. Hier ist noch nicht ganz so schlimm, wenn wir Zweiter sind.
Fuck. unkonzentriert. Du hast gezählt? Ne, hat's nicht. Ich wollte gerade sagen. Das kannst du besser. Obwohl, was rede ich da? Vielleicht auch nicht. Naja. Und jetzt weiter. Jetzt geht's nämlich irgendwie einfach nur geradeaus, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Und zweiter. Oh. Und dritter. Scheiße. Glaube ich. Alter, ey, okay, das darf ja nicht so weitergehen. Das war hier immer als irgendwie ein bisschen Kacke. Wieder dritter geworden? Jo. Ja. So, immer diesmal gut stark gehabt. Ah, das ist der Löwig wieder, ey. Ja, wahrscheinlich jetzt wieder Löwig, ich und dann wahrscheinlich Jazz nachher wieder werden. Oder Rüdiger. Komm, Rüdiger ist auch wieder dabei. Vielleicht ist auch nachher wieder Rüdiger dabei. Aber ich glaube, Jazz ist letztes Mal in dem Rennen hier nur nicht dabei gewesen, weil der irgendwie einen Unfall gehabt hat. Also ein bisschen randommäßig. Die kriegen sich hier schon alle gegenseitig weg. So ein bisschen Pinball spielen hier, ey. Was ist los, Jess? Du bist auf einmal so still. Ich achte auf die Straße. Solltest du auch mal Ey, probieren. das war schon wieder knapp hier, ey. Und ich bin kurz davor, meinen Wagen zurückzugewinnen. Habe ich recht? Wie wäre es, wenn du einmal nicht Scheiße laberst? Das war nicht zu früh genommen, die Kurve. War eine ganz gute Kurve. Aber den wäre das Rüdiger mit Abstand Vierter. Abstand ist auch ein bisschen übertrieben, aber Ist die Lackierung von ich glaube, so wie es jetzt ist, werden wir nachher auch im Finale fahren, falls ich mich in die Scheiße bauen sollte. Wusste nicht, dass du mal Clown werden Mit willst. Lyric und einfach mit Jazz. Fuck, voll weggerutscht, ey, wieder. Da war der Grip aber wieder weg. Ich reinigen, bevor ich ihn abhole. Ich hasse den Gestank Einfach von Grip weg Versand. gewesen, ey. Du denkst wirklich, dass du gewinnst, oder? Das denke ich nicht nur, Jess. Naja, das sind noch Zweiter. Du denkst gar nicht. Mach es auch noch nicht zu Ende. Man kann der Typ davon auch noch einen Unfall bauen. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du noch Jetzt hier dann bist. hier noch den vorbeiziehen. Jo, Bist du meinem Talent nicht perfekt. gewachsen? Wenn das Talent Soll's nur halten. gewesen sein soll, dann bin ich die Göttin der Straßenrennen. So, hier kommt der Ziel gerade, oder nicht? Ja, oder vorne, rechts abbiegen. Jetzt nicht irgendwie in die Wand knallen oder so. Okay, die Wand geknallt, egal. Die schon noch geben. Okay, dann sollten wir Erster sein fürs letzte Rennen. Müsste gleich nur vorne bleiben und nirgendwo reincrashen. Uiuiuiuiui. So, wieder 4 Neustarts. Ich darf es nicht verkacken. Ich will jetzt nicht nochmal alles fahren. Konzentration. Ich werde gleich auch wahrscheinlich wieder erstmal ein bisschen weniger reden, einfach weil ich mich konzentrieren will, dass ich überall reincrashe. Ich hatte schon mal keinen guten Start, hat mich nicht überholt am Anfang. Jazz ist auch dabei, nicht Rüdiger, das hat man abgesehen. Ja, rahm mich ruhig. Ist in Ordnung. Aber vielleicht dreht er mich dadurch weg, aber wenn ich Glück habe, macht er das nicht und er wird aber dadurch langsamer. Wieder, jedes Mal. Für den kommt man halt mal genauso, dass ich da halt reinfahre, nicht die anderen oder so. Was soll ich denn machen mit der? Der kommt halt voll keiner rausgeschossen. Ich habe keine Chance, da wieder auszuweichen. Ich muss halt genau die Millisekunde sonst treffen, wo ich genau an ihm vorbeifahren könnte. Ach, das hast du bescheuert. Also nächstes Mal bleibe ich da, glaube ich, einfach Dritter. Ja, okay, jetzt gleich neu starten. Ja, erster Neustart schon, geil. Nicht mal 20 Sekunden gefahren oder so. Ich weiß nicht, wie ich diesen Kopf da ausweichen sollte, der mal rausgeschossen kommt. Gefühlt muss ich aber Dritter sein, mit die da rein crashen oder so. Da kommt halt genau in dem Timing da so raus, dass man halt einfach gegenfährt. Ja, Start auch noch verkackt, geil. Egal, vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht fährt der jetzt aber volle Kanne da rein. Ach, so dumm einfach, ey. Warum? Warum bin ich weggerutscht? Was passiert? Warum ist mein Wagen da weggerutscht? Ey, ich sag ehrlich, ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn ich die Quali nicht schaffen sollte, stell ich das Spiel auf einfach, weil ich dann keinen Bock habe, nochmal die dritte Quali nochmal zu verkacken. Irgendwann reicht's dann auch, ey. Da stand aber, weil ich einen Neustart auch noch wieder den Kopf machen musste. Ich bin jetzt aber schon wieder übelst angepisst. In 2 Jahren die Nerven.
Das ist ungesund, weißt Dann dadurch fahre ich einfach schon automatisch halt schlechter, ne? die Person ist zu dumm. Ich bin angepisst. Wir sind raus. Ja, ich bin auch angepisst. Diese scheiß Cops, ey. Ja, dürfte halt nicht wagen. Ja, willkommen. Nächster Neustart. Alter. Was soll ich machen? Der kommt ja immer genau so raus, dass er halt nicht trifft. Also wenn das Spiel jetzt, also wenn die NPCs doch scheißegal sind. Der ist aber so programmiert, so wenn ich den Punkt erreicht habe in dem Spiel, kommt er aus der Straße geschossen. Und rammt mich halt automatisch weg. Ich behalte seit 2 Jahren die Nerven. Das ist ungesund, weißt du? Unsere Zielperson ist Ja, nächster Neustart. Ja, 2 Versuche haben wir noch. Ich bin aber schon wieder auf 180. Am liebsten will ich aber schon wieder, ganz ehrlich, am liebsten will ich aber Alt F4 drücken und eine Antwort einfach aufhören aufzunehmen. Ich will gar keinen Bock mehr. Cops fucken mich aber schon wieder komplett ab, ey. Das nächste Mal stelle ich auch auf einfach und dann gehen wir easy. Dann habe ich echt keinen Bock mehr. Kann ich auch mittendrin eigentlich auf einfach stellen, sonst mache ich gleich für die letzte Runde, steht einfach auf einfach, falls das geht, und fertig, ey. Falls man Schwierigkeit gerade überhaupt umstellen kann, weiß ich auch gar nicht, davon abgesehen. Dann konnte er auf einfach auf jeden Fall auswählen, ich weiß auch nicht, ob man mittendrin noch wechseln kann. Aber ich glaube, eben so stand da mal. Jetzt kommt's darauf an. Behältst du die Nerven? Ich behalte seit 2 Jahren die Nerven. Das ist ungesund, weißt du? Natürlich stand da wieder ein Partnersauto, aber scheiße das Auto reingeknallt, wie es aussieht. Das ist fast schnell gefühlt die Runden davor auch nicht, weil die Runden davor habe ich die Kurve ja genauso genommen. Einfach in Bande rein, dann die Bande dann quasi als Kurve benutzen, statt zu bremsen. Ja, erstmal die Kurve hier hinnehmen, weil der mich weggerammt hat. Da muss ich natürlich noch rüberziehen. Ja, der zieht natürlich auch noch wieder rüber. Ja, da willst du mich vielleicht noch etwas wegrammen, komische Kackwagen. Ja, genau. Die Zeit im Wald, Sicher. wenn du doch kannst jetzt. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Da ist Jazz, die ist aber scheißegal. Zentrale, der Interceptor. Nehme die Verfolgung ebenfalls auf. Ein Fehler und ich hab ihn. Nicht mehr lange, dann halte ich die Schlüssel in der Hand. Was auch immer. Ich höre dir nicht zu. Nettes Comeback. Ja, also wer da vorne noch weggerannt, der Typ, oder das war's ja auf jeden Fall mit der Runde. Das letzte Stück. Ich kann die Ziellinie fast sehen. Die Ziellinie, sicher? Natürlich. Ich fahre nämlich gleich über... Warum bist du wieder weggeglitten? Ja, okay, das war's dann. Okay, kann ich das hier noch einstellen in der Einstellung irgendwo? Schwierigkeit, herausfordern, geht aber nicht. Geht nur, wenn ich in der Garage bin. Na gut, dann fahren wir zur letzten Runde nochmal, versuchen es da noch einmal und dann, wie gesagt, für nächstes Mal stelle ich einfach auch einfach. Ich hab echt keinen Bock mehr, ey. Die ganzen Cops fucken mir aber so ab. Könnten wir das hinter uns bringen? Ich hab zu tun. So, gut, das ist ja eh wieder weggerammt. Was ist die beste Taktik? Ganz weit links fahren, ganz weit rechts fahren? Müssen wir ganz weit links zu fahren. Verfolgen das Zielfahrzeug. Funktioniert leider auch nicht. Das heißt, vielleicht so weit links, dass ich dann den Standard schaffe, an dem vorbeizuziehen, aber ne. Ja, keine Ahnung, was ich gegen den einen Kopter machen soll. Das Ding ist, wie gesagt, da kommt der exakt so raus, dass man auf jeden Fall reinfährt gefühlt.
heute seit 2 Jahren die Nerven. Also dann mache ich Vorschule, Vollbremsung, fahre erst gar nicht in den Rhein, dann. Aber hier, ne? Aber diesmal stand dieses Partnerauto oder nicht? Wie random das letzte Runde einfach war, es da stand. Was the fuck, ey. War das sie? Was war sie? Sie hat den Vollcrash, unsere Chance. Konzentration, ich hatte die Klappe. Genieß die Zeit im Wagen, solange du noch kannst, Jess. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Zentrale, wir verfolgen diesen Spinner. Wir haben wieder Sichtkontakt zum Ziel. Alter. Sonderwagen ist bereit. Nicht mehr lange, dann halte ich die Schlüssel in der Hand. Was auch immer. Ich höre dir nicht zu. Nettes Comeback. Interceptor leistet Unterstützung, Team. Wir haben uns ausgeschaltet. Okay, ganz gut bisher. Das letzte Stück. Ich kann die Ziellinie fast sehen. Die Ziellinie, sicher? Natürlich. Ich fahre nämlich gleich über sie drüber. Diesen selben Fehler machen wir letzte Runde. Da ist noch dem Rennen. Das Haus jetzt nicht. Gute Kurve. Okay, wir müssen nur... Warte, rechts steht mal ein Polizist, wir fahren links über die Rampe rüber. Wir wird da nicht gegen den Polizisten fahren, ne? Links, ich habe gerade rechts über die Rampe gesagt, natürlich links über die Rampe. Ja, gut, hast ja was falsch gesagt, aber immerhin habe ich das richtig gemacht. So, jetzt hier noch mal reinknallen. Oh Gott, wir haben es ja zum Glück noch geschafft, ey, boy. Ich war halt einfach trotzdem, ey. Ich war schon wieder... Fast war schon am Überlaufen, ey. Alter, ey. Scheiß Cops, Mann. Oh. Eine Million haben wir erhalten. Und unseren Wagen haben wir zurückbekommen. Puh, so, aber da kommt wahrscheinlich noch irgendeine Szene hier jetzt, schätze ich mal. Was hat er für ein Problem? Sich jubelt er dann, er hat verloren, ey. Yes! Das war so krass, Bro! Wir haben es geschafft! Wuhu! Jeder liebt die Underdogs. Ach ja? Was ist mit Alec? Pleite ist der Mann. Wegen dir. Ich check's nicht. Wieso macht dich das happy? Oh, hast du wirklich gedacht, ich arbeite für Alec? Wie oft muss ich dir das noch sagen, Speedy? Man setzt niemals nur auf ein Pferd. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, gewinne ich auch. Ha! Merk dir das, Jasmine. Loyalität wird überbewertet. Nein. Sehe ich anders. Hey, Bro. Nimmst du mich mit? Erstmal einen Moment im Einsteigen. Hast du dir verdient. Sei nur vorsichtig. Sie hat mehr Power als noch beim letzten Mal. Noch mehr, hä? Rydell würde sicher gern sehen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Meinst du echt? Ja, und irgendjemand muss mein Auto doch in die Werkstatt fahren. Versuch mitzuhalten. Okay, fahren wir jetzt zurück zur Werkstatt. Also muss ich jetzt noch zurück? Wahrscheinlich schon, das wird mir ja angezeigt, ne? Okay, fahren wir mal kurz zurück zur Werkstatt. Mit Jazz noch ein bisschen mit, ich hab vergessen, wie der Typ heißt, Du reden können. hattest echt recht. Das Ding ist schärfer als eine Chilischote. Sag ich doch. Oh lol, aber Du, was ich mit du steht auch einfach weg in der Kurve.
bauen? Schon vergessen, wer das Rennen gewonnen hat? Du hast ein paar Mal die Nerven verloren. Nur du hast heute was verloren. Autsch, das tut weh. Zu früh. Bleib einfach locker, okay? Muss ja nicht Erster werden oder so, ja. Ich habe 2 Jahre lang gewartet. Locker kannst du dir klemmen. Wie du willst. Aber ich hab dich gewarnt, okay? Du hast echt viel Arbeit reingesteckt über die Jahre. Tag und Nacht. Man sieht's. Kaum zu glauben, dass du selbst in dem Wagen nicht gewonnen Alter. hast. Der Wagen, der trifft auf jeden Fall in den Kurven einfach weg, ey. Natürlich. Die Stadt ist voller Erinnerungen. Und jetzt ist es unsere Stadt. Wir sind richtige Lakeshore-Legenden geworden. Wir haben immer noch viel zu tun. Und es wird nur noch schwerer. Alle an der Spitze wollen dich umstürzen. Das kannst du mir glauben. Das können sie ruhig versuchen, solange ich diesen Wagen fahre. Rydell wird bei dem Anblick durchdrehen. Wird er damit klarkommen, wenn ich aufkreuze? Wieso denn? Weil er stur ist. Schon mal den Spiegel gesehen? Ich bin nicht stur. Ach ja. Weißt du noch, als du dir das Jumbo Chili Sandwich mit den ganzen Extras bei Deerings Wo bestellt fahren wir eigentlich gerade hin? Hä? Was fahren wir denn hier für einen Weg, Alter? Wahrscheinlich wird die ganze Zeit noch labern können oder so, ne? Er meinte, das kriegst du niemals alles runter, Kleine. Okay? Doch du hast dir immer mehr reingestopft. Ich dachte, wir können einfach wegrammen. Rydell voll gekotzt habe. Und er meinte, Bestell nächstes Mal einen Salat, der wäscht leichter raus. Er fehlt mir. er vermisst dich auch, Yes. Mal sehen. Du hast einen Fehler gemacht. Und wenn schon. Wo wir bei Fehlern Ja, sind. vor 2 Jahren. Was ist mit Miss? Fahren wir für die Papiere. Gott, willst du echt den Moment ruinieren? Machst du dich heute etwa nur über mich lustig? Es gibt nicht viel zu sagen. Ohne sie hätte ich das Grand verloren. Du hast mich also ersetzt. Tess kann dich nicht ersetzen. Sie kannte nicht mal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Drehmomentschlüssel. Das glaube ich dir sofort. Sie kennt allerdings den Unterschied zwischen Süßkartoffeln und Jamswurzeln. Da gibt's einen Unterschied? Du hast keine Idee, was sie vorhatte? Ich hatte so meine Zweifel. Aber mir ging es vor allem darum, dich zu schlagen. Das habe ich wohl verdient. Aber Leute wie Pinks denken immer nur an sich selbst. Kann sein. Aber jeder verdient eine zweite Chance. Eine Gelegenheit, sich zu bessern, nicht wahr? Okay, okay. Ich verstehe die Ironie. Ich kann es kaum erwarten, die Werkstatt zu sehen. Musste gerade dran denken, wie Rydell mich immer rief, wenn er Rory nicht finden konnte. Witzig, ich habe gehört, wie er letzte Woche Nein, mit Rory gesprochen hat. Was hat er gesagt? War bestimmt fast Schrott. Ist aber nicht so gut. Da, wo ich dich hingelegt habe. Sagen wir mal einen Ich habe ihm Tankstellen. gesagt, dass du Rory immer versteckt hast, um ihn zu Und ärgern. langsamer. Weißt du, vielleicht sollte ich umdrehen. Yes, wehe, du verschwindest mit noch einem meiner Wagen. Kann dir nichts versprechen. Weißt du noch, wie alles anfing? Ja, natürlich. Nur ein paar Spinner, die nichts zu verlieren hatten. Wir dachten, wir könnten einfach sofort alles gewinnen. Du dachtest, wir können das. Ich war da ziemlich realistisch. Mag sein, aber ich kann dir das mit der Brücke immer noch nicht glauben. Das hätte unser Ende sein können. Aber der Nervenkitzel, der war schon was. Dafür leben wir. Wir haben Benzin im Blut. Genau das meine ich. Aber ja, das ist gerade erst der Anfang. So ist es. Außerdem fehlt in der Werkstatt einfach etwas. Was? Die Jasmine-Magie. Der ist ja wieder überholt. Also ist scheißegal, wie gesagt. Ist ja kein Rennen hier. Wir hätten das Gespräch auch wohl noch länger machen können, wenn man schon so einen langen Weg fahren muss. Und er war weggedriftet. Alter, schon wieder. War einfach gerade ausfahren. Ne? Sind wir bald mal da? Sind wir bald da? Mama, muss mal auf Klo, ich hab Hunger. Die falsche Richtung, ey. What the fuck? Oh. Starker Schaden. Ja, einfach was jetzt genau sagen, bis wir quasi durchatmen und wir heil sind. Komm, halt dich wieder. Dankeschön.
Hui, wir schon mal schwimmen gehen. Wir sind da. So. Sieh mal, wer da ist. Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Rydell, Der Kompressor ist hin. Der Kerl wollte ihn selbst reparieren. Und ich hab's ihm noch gesagt. Das muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Er hätte auf dich hören sollen. Was für eine Scheiße. Wie läuft's in den Heights? Völlig überbewertet. Hast du denn schon an den Turbo gedacht? Seit wann hältst du dich denn an irgendwelche Anleitungen? Naja, dachte, ich fange jetzt damit an. Das klingt doch gut. Lakeshore, nimm dich in Acht. Und alle wirklich vereint. So, das war's mit Singleplayer. Das hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Das Einzige, was man vielleicht auch ein bisschen immer gemerkt hat, waren halt die Kack-Cops in den Rennen immer. Beziehungsweise eigentlich nur der Quali. Ganz ehrlich, im normalen Rennen haben die mich jetzt auch nicht so genervt. Aber in den Qualis, ey, da haben mich die Cops immer schon richtig hart abgefuckt, ey. Na gut, wie gesagt, das war's mit dem Singleplayer. Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir ein paar Multiplayer-Spiele aufnehmen. Ja, ich verabschiede mich hier schon mal, lasst euch aber noch die Credits hier durchlaufen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. When you think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called streetwear, it's all from the hood. And it doesn't necessarily mean it has to be a urban metropolitan or like hood. It's just for racing, for hip hop. Oh, as far as the correlation in hip hop, street racing, the big rims and shit like that. Spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. We took it to hip hop in the early 2000s. All the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24-inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street and hip hop culture. Struggle, that's what everyone comes from. So hip hop started from struggle. It was people who would take their parents' records, right? And they knew that in the beginning of this record is 10 seconds that the drum is just looping. What they'll do is put that on the Serato turntable, and then they'll loop that 10 seconds, and that's your beat. Then they'll take another record, put it on the other side of the turntable, and that gives you your percussions and your hi-hats. And then they just take a microphone and rap. Hip-hop was, the foundation is built off sampling initially, like essentially. And that's the whole, that's what we do. So I think everything that goes into it, I think the struggle speaks out the best. And we all know that. It's the struggle. Everybody who wasn't like born with a silver spoon in their mouth, even those born with a silver spoon in their mouth, they always feel a need to show that they're worthy, that they need to show their parents, man, I'm not just no hedge fund baby. Like I got this. I know rich billionaire, born billionaire who own multi-million-dollar businesses by themselves, and it's not no Trump thing where the dad gave him only a $10 million loan. Like what the, you know what I'm saying? It's like people who do it themselves. And I think that even if you have a silver spoon, just keep going, because if you stop, bro, you can't afford to stop. No one can afford to stop, because if you stop, it's over, and that's the truth. And for lack of better words, in the most simplest terms, if you stop, it's over. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible, but we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And
it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we're so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, you know, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. I think the message for striving is easy. It's because it's so easy to give up. It's so easy to give up. You could give up, you could start doing, you could give up and you could just stay at home or, you know, give up all aspirations. You could give up on life, you could give up on your friends, yourself, your family. I think prosperity is just what we all want in the long end and what we hope for. And that's what we work towards. Because I think this phrase and this crew is supposed to show you that if you strive, you shall prosper. Everybody has some type of support. So, I mean, I don't think that it's wise to try to take on everything as an individual by yourself, but you don't necessarily need a crew. It just worked out for me. We formed this brotherhood and this brothership because we don't have that where we from. You know, every time there's always an organization of guys from the urban community getting together, we labeled as a gang or some type of terrorist party or something like that. You know, we just wanted to do something positive. We're not saints, but at the same time, we're not cold-blooded sinners, and it's really all about just getting your dreams out there, man. And I think that I'm an advocate for that. You know, I advocate for that. I think I'm a catalyst for change. I think I'm a catalyst for, you know, striving and prospering and doing it how you want to do it your way, because everything about me is unorthodox, man. My style, the way I talk and everything, but it works. And I just want to encourage people to be them, whatever that may mean. And whatever your goal is set to be, to try to accomplish that. That's the purpose of it. And I think that's the pursuit of happiness in life. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, you know, and like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're on superstardom that you kind of don't bleed or, you know, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggle to economic problems or, you know, financial problems, but everybody has problems regardless of if it's economical or not. So what would you do if you had the mindset that you have now and the knowledge that you've gained throughout the years, and you could kind of like teleport back to your old self back in, you know, 2007 and whatnot? I wouldn't change anything. I think that those struggles is what got me here in the first place, right? And I don't think that my destiny was written in another way. So I kind of feel like the purpose of everything happening is meant to happen in that sense. As far as the keys to the game, and what I will say is that every game, every category, every margin changes. Everything. Some things change back to its original state, and some things change in hybrid to a whole nother state. Or, you know, the evolution keeps going with everything. Some things are in style in the 60s and it comes back in style in the early 2000s, and so, you know, so on and so forth. The game always changes. I think the best thing to do is just try to adapt with that, but still being yourself, you know, because there comes a time and place where I don't think a lot of people, you know, they forgot what it is to be an entertainer for the most part. Nowadays, being an entertainer is more so being a clout chaser or being somebody, for, you know, lack of better words, somebody that's always in the public eye for no good reasons, for all the wrong things, you know, for all the wrong reasons. And staying true to it. For instance, I'll give you an example of what I mean by that, because that was a vague statement. Nowadays, TikTok is what every artist has to appeal to. Rapper, singer, pop artist.
you have to go viral on TikTok. There's artists that don't even have a platform on TikTok and they're big, you know, such as myself. I'm barely on it. I check it out to, you know, for entertainment purposes like everyone else, but I don't really utilize it for my career as I should be. Now, I'm not opposed to it, but people's music is changing nowadays and it's more appealing to the algorithm of TikTok. So will it grasp your attention in the first 15 seconds or would you swipe past it? Will it do this? Will it? All of those factors don't even matter to me, especially when I'm making music, because I know the name of the game is to stay with the time and flow and new swagger and pace of things, because there's always a radical change in whatever you do in any industry. But I'm gonna stay true to myself, because once all of the 6ix9ine and the clout chasing stuff is all said and done, and you know those guys can't do shows and this and that and this and that, it's the legacy artists who are there who knows the difference between changing time and adaptation. And that's the point I'm trying to make. For me, morally, I just want my son to be open-minded, creatively, everything. You know, personally, I just want him to be open-minded. Nobody wants a bad seed, right? So we all pray for the same thing. I just want to have a normal child that expresses himself through his art or artistically, and you know, something like his dad in that matter. You know, I want him to be free, man. Like, I don't want him to discriminate against people, prejudice, none of that shit, you know? None of that bullshit, man. My stage name isn't my real name, which is named after the God MC, Rakim himself. I felt like that was like if I was a basketball player, I got named Michael Jordan. You know, that's like somebody in this day and age being named Jay-Z or Kanye, like, you know? Like, that's what that's equivalent to. I felt those shoes were so big to fulfill. I felt like I needed to earn my right to even call myself that. Just me, personally. Internally, I felt that way. And I got his okay. And, you know, my nickname I got from Mos Def, Pretty Flacco. His is Pretty Flacco Bay, that's why Yeah, so I get all my names from like rappers and stuff. And as long as I get the green light, I run with it. And I just try to make them proud within my legacy and lean in. Like, I just want to do the right thing and knock down doors that they never did and accomplish things that they never thought that they could do. Because whoever comes after me got to do it bigger and better, you know? And that's all I want to do, is just make sure that we line it up for long legacy in this genre, man. We still strong. Going on 40 years, man. We still here. I want to make everybody proud, you know? That's just me. I'm eager to do that. I want to make everyone proud, honestly. You know, and even you guys. Just being able to say, I worked with that guy. You know what? I respect his shit. I like his shit. I'm proud of that kid. Like, I f with him. That's what I want. That's what I'm in it for. That's what I do it for. You know what I'm saying? And that's never gonna change. I'm never gonna be too egotistical to say, oh, you know, I'm richer than the rappers I was named after, and I did this and that, and I don't give a, you know, that's just whatever. You know, that's just not my motto. That's not my thing. It's not my swag. So for me, I just want to make everybody proud, because I'm a student and I'm always learning. And, you know, the gratitude from certain people and individuals and validation is what counts, you know. I grew up in a household of 4 siblings, but in general, there's 14 of us. And yeah, man, it's a lot of us, a lot of responsibilities. I'm the oldest, yeah, I'm the oldest from my pop's side, so my pops passed away, and here I am with my brothers, and I'm like a dad figure in that sense. So that's why I was like, I kind of been a dad for a while now, technically, you know. It taught me I was just a weird man. I was like different from all of them. I was a strange one, you know what I'm saying? Like, I like the weird shit, like music that people wouldn't even suspect me to like. Like, what kid you know like Bob Dylan and Buddy Holly and these motherfuckers and shit, you know what I'm saying? Like, listening to Bob Marley and Buju Banton, and I don't know. I'm just, do you? Because where we from, it's supposed to just be, yo, I only listen to you know what I'm saying? I only listen to hoodie rap. That's it. I'm a killer. You know what I'm saying? That's the attitude. But now it's just like, if you're not on that, you advocate for and all that. If not, it's just, you know, it's braggadocious shit. Not to say that I don't have that in my rhymes. That's just the culture we come from.
But I think that there's more to me than just like that layer of just braggadocious, lackluster shit, you know, that everybody's doing, and the layers go way deeper than that, you know. And I want you to invent your own style, right? On top of that, your rapping capabilities have to be God level. And when I say that, I mean you got to be able to go on your index and pick different flows, different cadences, and you know. Also, I think what makes you a really, really, really dope MC today is when so many people from different backgrounds with you and can relate to you or listen to you, you know. And it's just like so many people speak to one demographic or target one demographic, but when you have that wide range of just different people and different backgrounds that come together and can agree upon like the body of work or just that artist in general, I think that's what makes you like God MC and somebody who doesn't do the whole bells and whistles cheat code clout thing. Like, you know, that's just it. I was on my way over here and I was talking to my boy and we were just talking about how the kids are now like saying like, you know, Future had a way better album than Kendrick Lamar and nobody wanted to listen to Kendrick. And I was flabbergasted. Like, what the you know what I'm saying? Like, I'm trying to figure out what day and age am I living in that people's, like, granted, you could like Future over Kendrick, but where do you get off saying Kendrick is ass and his music is mid? Inspiration. That's what makes a dope MC. Look, if you can inspire motherfuckers and shit like that, yes. So individuality, rapping capability, a sign of development and being mature, and last but not least, inspiration, man. If you can inspire, you know what I mean, people from different backgrounds and all that shit and reach on those people, that's what I feel like is like technically God MCs. You know, life throws you lemons. I make Sprite remix while everybody's drinking lemonade and shit. You know what I'm saying? Like, I just like to make the best of each situation. You can't stop, man. Life is gonna throw you lemons. There's gonna be days that you just feel like you can't even get out of bed. Today was one of them, you know what? Everybody on the screen laughing and shit, but it's true. It's true though, you know, it's just like, it's one of those things where what keeps me going is the passion to create. I know that I feel like a genius, right? And I know that's some real self-centered shit to say. Within my own right, what I do, I feel like I mastered a lot of the things that I do. And within those margins, I feel like I'm a genius in that realm. And I wake up every day for change, man. I wanna invent something new. I wanna design something new. I wanna say something new. I wanna direct something new. I wanna write something new. I wanna do something that's gonna inspire older than me, younger than me. You know, that's why I want other my age or younger or older to do the same thing. Keep it going. We all gotta be inspired, man. You know, it's just like, I'll use this for example. Like, if Need for Speed gave up, they would have gave up a long time ago because we got Grand Theft Auto, we got Gran Turismo, we got this, that. What the does that mean? I don't have nothing to do with Need for Speed. You get what I'm saying? I'm trying to make an analogy connect out of this, but you get what I mean? You still keep going, and we gonna make the best out of it. You make the best out of it, not saying, oh, we making the best out of a shitty situation. No. I'm saying you make the best out of what the best is, you know, and that's what I want to do. That's what gets me up every day. My folks in there could tell you, every day my conversations, when I was 16, where the hoes at? Where the bitches at? Where the girls? Yo, you going shopping? Oh, I ain't got no money. That was it. Now, what's the new designs? Yo, did you see this video? Look, we should do this. Hey, this would be dope on stage. My boys give me, like, that's just where I am now. And that's what wakes me up. I hope I'm not being too boring right now, but it's the truth. I want people to know that, especially about me, I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures, just like everybody else, just like all of us. And best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's it for me, man.
And I know it sounds positive and that's the truth though. And I hate to sound so boring and shit, but it's the truth. You feel me? Like, that's it, man. That's what we in it for. And I want to encourage the young motherfuckers and people who even from other cultures that just get into the culture. It's never too late. You know, I just want to encourage people who all share struggle or is sharing a struggle, even trying to accomplish anything, man. I just want to give them that ambition, man. Some words of encouragement. Always strive, always prosper, man.